Hallo ihr Lieben, für dieses Projekt, das ist noch eins meiner UFOs, meiner unfertigen Objekte, das ist mein Grungy Flower Fairy Journal. Da habe ich mir schon das Cover vorbereitet und die Signaturen soweit, auch richtig schön abgegruncht. Und da brauche ich jetzt noch Material, um das zu befüllen. Und da möchte ich mir heute gerne überquellende Blumenumschläge machen. Und zwar habe ich das in einem Video gesehen von Shabby Dabby Duda, also vielmehr sogar in mehreren Videos. Die verlinke ich euch mal unten in der Infobox, wenn ihr da gucken möchtet. Die hat sich mal, das ist aber schon 5 Jahre her oder mehr als 5 Jahre, die hat sich Umschläge genommen und hat da Blumen rausquellen lassen. So, ich habe mir dazu auch mehrere Umschläge zurechtgelegt. Und zwar habe ich hier einmal so einen Kraftpapierfarbenen. Der passt hier auch. Ich muss mal gucken. Ne, der passt gar nicht richtig. Ja gut, dann würde der hier ein bisschen rausstehen, gegebenenfalls. Ja, mit ein bisschen Borte und so. Okay, also den nehme ich. Dann habe ich hier, das war schon fertig, so Dinger zum Falten. So ganz klein, das wäre auch süß. Da könnte man dann so ein bisschen, so ein paar kleine Blümchen und so, müssen wir mal gucken. Das würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen abgrungen, ne? Das ist viel zu neu und schön, der Umschlag auch. So, und dann habe ich hier was in lila. Das passt hierzu, weil das Journal selber ja auch ein bisschen lilafarbene Blumen hat. Und das hat ja auch schon so ein paar lilafarbene Akzente drin. Also deswegen werde ich auch diesen lila Umschlag nehmen. Ich gucke gerade mal. Der ist auch eigentlich ein bisschen groß. Da können wir entweder hier oben was abschneiden oder, was ich eher denke, hier unten den Umschlag einfach ein bisschen kleiner machen. Dann passt das auch, ja. Dann habe ich hier so einen Umschlag, den habe ich mir selber gemacht aus einem Stück kaffeegefärbtem Papier. Den nehme ich auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch 2 Kraftpapierfarbene, die sind aber definitiv zu groß. Die spielen nicht mit. Also, mit denen arbeiten wir weiter. Dann habe ich hier schon in einer riesengroßen Fleißarbeit Blumen ausgeschnitten aus dem Buch Blumen der Welt. Ich zeige euch das gerade mal. Das ist dieses Buch. Das habe ich schon öfter mal gezeigt. Das benutze ich also ständig. Guckt euch das mal an. Das habe ich mir jetzt tatsächlich nochmal neu gekauft, also neu gebraucht gekauft. Guckt euch das an hier. Diese Wahnsinnsblumen. Auf jeder Seite. Manchmal muss man sich halt mühsam entscheiden, welche Seite man nimmt, ne? Weil auf beiden Seiten so tolle Blumen sind. Also wahnsinnig viel hier. So ein dicker Oschi und alles voller Blumen. Also das eine habe ich tatsächlich komplett aufgeschnitten. So, jetzt gucken wir mal. Nehmen wir mal, welche Farbe wollen wir? Nehmen wir hier so ein Rot. Dann hole ich mir vom Rot mal die Blumen raus, damit ich Auswahl habe. So große natürlich nicht. Das ist schon mal schön. Das könnte aber auch in einen größeren Umschlag. Ach so, genau. Ich wollte die ja teilweise noch ein bisschen vorbehandeln. Mit Vintage Photo Distress Oxide. Da gehe ich hier so ein bisschen um die Ränder, damit die noch ein bisschen spannender aussehen. Und das Ganze auch noch einen etwas abgeranzteren Look hat, ne? Das ist ja ein absolutes Grungy Journal und da soll der Kram wirklich richtig mitgenommen aussehen. So, und das hier vor allem auch. Das ist noch strahlend weiß, das geht ja gar nicht. Nehme ich meine Kosmetikbürste. So, und den noch. Was sieht man von dem hier drinnen? So. Das ist hier schon mal schön.
Aber ich wollte ja den kleinen in Rot machen. So. Also hier ist zum Beispiel zu viel Grün drin, ne? Ich möchte ja gerne, dass da möglichst Farben oben rausgucken. Hier ist mir noch zu viel Weiß, wäre schade drum. Die ist schön. So, das schneide ich mir einfach ab. Dann kann das hier so rein. Ich glaube, oben diesen Pinöckel schneide ich mir auch ab. So. Der schlabbert da oben dann einfach nur rum und so. Die ist doch schön. Die ist vielleicht ein bisschen sehr groß, ne, für den kleinen Umschlag. Ah, hier haben wir nur eine Blüte. Hier haben wir noch ein paar kleinere. So. Dann wenn wir die hier hinten hin tun. So. Und sowas noch. Hier hin. Wie ist das? Geht das? So ist das doch ganz schön, oder? So lassen wir das. Für den nächsten nehmen wir mal eine andere Farbe. Hier habe ich lila. So. Das ist auch schön. Oh. Vielleicht auch nicht lila. Ich habe ja schon so ein buntes drin. Oh ja. Okay, dann machen wir das in bunt. Jetzt kann ja noch ein bisschen lila dazu. Ist ja auch bunt. Das ist auch toll. Das ist doch schön, ne? So. Hier oben noch was. Oh ja. Die dahin. Und dann hier noch irgendwas. Ja, schön. Den dahin, dann überdeckt er das Weiße. Und so. Das ist doch toll, oder? So lassen wir das. Dann haben wir diesen ganz kleinen. Welche Farbe? Da können wir mir wieder eine andere Farbe nehmen. Da brauche ich natürlich so ganz kleine Sachen. Ich klebe den erstmal schnell zusammen. Dann brauchen wir so ganz kleine. Gucken wir mal beim Weiß, ob ich da ganz kleine habe. Also dies gefällt mir hier nicht. So, das ginge. Dann gucken wir mal beim Gelb noch mal, ob da noch ein paar kleine sind. Das hier könnte ich hinten nehmen. Ja, da schneide ich mir hier die weiße Borte mal ab. So.
Das Blatt schneide ich auch ab. Das steht da einfach so unmotiviert oben rüber. So. Und so. So ist doch gut, oder? So lasse ich das. Dann haben wir noch den braunen. Welche Farben brauchen wir noch? Also wir haben jetzt gelb, lila, bunt und rot. Dann nehmen wir noch mal rosa. So, hier ist der rosa Haufen. So, also ich denke mal, diese hier kommen in die engere Auswahl. Nicht? Das hier würde gut zu dem Lila passen hier. Hier von der Farbe her. Ich überlege, ob ich das lieber nehme und das raushole. Ja, dann kommt das wieder zurück. Wow. So. Ist vielleicht ein bisschen weißgründig. Also ich finde, am tollsten sehen hier Sachen aus, die so wie hier ziemlich dicht am Rand ausgeschnitten sind und nicht irgendwie noch dazwischen viel Weiß haben. Schauen wir mal das ganze Überflüssige ab. So. Das, die Bömmelchen. Jawohl, dann schneiden wir das ab. Dann, das ist toll. Dann können wir dieses noch nehmen. Können wir vielleicht auch hier vorne irgendwie nehmen. Oder hier hinter. Ja, hier. Also. Fehlt hier noch was. Die machen wir einfach ab. Flupp. Jawohl. So. Ich hoffe, ich kriege das alles wieder genau so hin, wie es war. So. Wenn nicht, muss ich dann einfach noch irgendwie ein Blümchen davor kleben, falls es nicht richtig passen sollte. Ich nehme so einen Tacky Glue, den ich hier in so einer feinen Düse habe, weil wenn ich Prittstift nehme, dem traue ich nicht so richtig. Das wird nicht, da hat man nicht so richtig Freude von. Außerdem schmiert der teilweise ja unheimlich. So. Dass die eine Blume jetzt übersteht, über den Rand, ist nicht schlimm, weil der ganze Umschlag ja samt den Blumen, die eventuell überstehen sollten, im Journal festgeklebt wird. Ja, das heißt, dann hält diese Blume, diese hier, die jetzt ja nicht befestigt ist, die hält dann automatisch.
Jawohl. Ich finde das eigentlich ganz süß mit diesen überstehenden Dingern hier. Aber ach, das wird gar nicht passen. Ach, das geht ja gar nicht. Der Umschlag war ja sowieso schon zu klein, zu groß. Oh Mann, Mist, da muss ich sie abschneiden. Oh, das ist ja ärgerlich. Ich kann die hier ja noch irgendwo hinkleben. So. Okay. Das haben wir. Dann ist das ja noch ein bisschen weiß. Dann nehmen wir auch noch mal Vintage Foto. Gehen hier einfach so ein bisschen rüber, dass die weißen Ränder hier ein bisschen bräunlich werden und das Ganze auch wieder so einen etwas gebrauchteren Look hat. Den ranzen wir auch noch ein bisschen ab. Hier hinten zum Beispiel kann ich das reinkleben. So, und jetzt klebe ich alles komplett fest, ne? Also die ganze komplette Rückseite mit diesen etwas überstehenden Blumenseiten, ne, damit das alles hier schön fest ist und ich das hier vorne als Tasche benutzen kann. So. Richtig schön festdrücken. Ja. Okay, also, so ist das Journal. So schlägt man auf. Hier ist die Seite. Und dann nehme ich diese eine Seite von den Flower Fairies. Die habe ich aus diesem Set. Und stecke die hier rein. Und weil diese Karte jetzt natürlich viel zu glatt und schön ist, ne, um hier in diesem abgegrunchten Journal mitspielen zu dürfen, werden wir die jetzt erstmal so ein bisschen abranzen. Nehmen wir das mal weg. Ja, ein bisschen einreißen, ein bisschen rumpeln. Einfach damit sie nicht mehr so schön ist. Wir können auch mit so einem kleinen Schleifblock hier mal so ein bisschen rüber. Und dann mit dem Vintage Foto. Das Weiß so ein bisschen abdämpfen, das Glänzende so ein bisschen mattieren. So, und schon sieht die Karte aus, als hätte sie 50 Jahre auf dem Dachboden gelegen. Also ihr müsst euch die Signatur jetzt natürlich eingenäht vorstellen. Und dann hat man dann diese Seite mit der schönen Karte und wenn man die rauszieht, hat man hier die tollen Blumen. Und jetzt finde ich das hier unten aber auch noch ein bisschen kahl. Ich meine, Shabby Dabby Duda hat hier auch noch immer ein bisschen dekoriert. Dann
Dann gucke ich noch mal bei den Blumen. Jetzt habe ich die letzten hier natürlich krampfhaft aufgeklebt. Die hätte ich jetzt ja hier schön nehmen können. Ne? Ich habe jetzt keine so passende Blume gefunden, aber ich habe hier noch zwei so alte Spitzenreste. So, habe jetzt noch die gefunden. Die, ja, passt ja auch einigermaßen zu. Damit schneide ich aber das Grün noch ab. Das ist echt so ärgerlich, ja. Ich hatte ja eben zwei Blumen über, diese und das hier. Das hätte hier jetzt perfekt hingepasst. Habe ich nicht drüber nachgedacht. So, okay, kleben wir das hier erstmal hin. Okay, Nummer 1. Dann habe ich ja noch den und den und den. Die mache ich jetzt fertig, genauso wie den rosafarbenen eben. Und dann verwenden wir den auch noch hier für dieses Journal. Ich habe die Sachen jetzt fertig gemacht. Also hier habe ich noch eine einlaminierte Blume mit reingesteckt. Finde ich auch sehr schön. So, das bleibt so, wie es ist. Dann habe ich den hier fertig. So, da habe ich hier vorne so ein einlaminiertes Blatt mit reingetan und so ein, na komm her, so ein kleines Zettelchen, wo man was drauf schreiben kann. Und das kommt hier wieder rein. So, den können wir jetzt hier irgendwo reinkleben. Am besten in eine andere Signatur. Nehmen wir mal diese. Eine etwas stabilere Seite. Diese zum Beispiel. So, das kann man hier schön hinkleben. Okay. Dann habe ich das hier gemacht. Das finde ich hier auch total schön. Da ist auch so eine einlaminierte Blume drin. Und auch ein Zettelchen, wo man was drauf schreiben kann. Und das sind die Blüten. Das machen wir hier in die erste Signatur. Nee, das in die erste Signatur irgendwo. So. Okay. Und dann die letzte. Da habe ich hier unten, das habe ich noch nicht rumgeklebt, der Umschlag war ja so groß und wenn ich das hier so raufklebe, ist das größer als die Seite. Deswegen habe ich unten einfach ein Stück abgeschnitten und habe dann von diesem, so von so einem Zentimeter ungefähr, hinten auch noch das abgeschnitten, damit das nicht so dick wird. Und jetzt kann man das hier rumkleben und dann hält das zu. Ne? Dann hat man den Umschlag quasi verkleinert. So. Und jetzt können wir das Ganze auch wo aufkleben. Ich habe hier auch wieder so eine Karte abgeranzt, ne? Dass sie wieder aussieht, als wäre sie alt. Kommt hier rein. Und dann habe ich hier auch so mehrere Blumenblätter einlaminiert. Und hier ist auch so was Lilafarbenes bei. Das passt auch total schön, finde ich. Dann machen wir es dahinter. So. Und diese Tasche ist ja sehr geräumig. Da kann ich jetzt natürlich auch noch anderes mit reinstecken. Ne? So ein paar Blätter, wo man drauf schreiben kann. Oder auch ein Tag und was ich möchte. So, jetzt habe ich in der ersten Signatur das eine. In der letzten habe ich die große Tasche, wo natürlich auch noch jede Menge rein kann. In der mittleren habe ich jetzt nur dieses kleine, dann kommt hier hinten das nochmal irgendwo rauf. So. Okay. Also dann haben wir diese Tasche. Das hier ist mein Liebling, muss ich sagen. Die finde ich so schön.
Dann haben wir diese kleine Süße. Dann haben wir diese große, wo die Kate drin wohnt. Und diese einlaminierten Blüten. Und hier hinten diese große. Also ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass ich diese Taschen gemacht habe. Ich finde die wirklich unwahrscheinlich schön. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.